In diesem Video geht es um das Berechnen von Schatten für einen Lageplan. Ich habe mir hier ein Städtebaumodell erstellt und unter dieses Modell habe ich noch zusätzlich eine 3D-Fläche konstruiert. Im nächsten Schritt gehe ich hier auf die Umgebung und kann hier zum Beispiel den Sonnenstand beeinflussen, genauso wie ich das hier mit der Tages- und Jahreszeit auch machen kann. Es reicht nicht für die Schattenberechnung, eine virtuelle Grundebene unter das Modell zu legen. Es muss schon hier eine 3D-Fläche konstruiert werden. Im nächsten Schritt gehe ich auf Einstellungen für Fotoberechnung und achte darauf, dass hier Füllflächen und Schatten dargestellt werden. Nun kann ich auf Foto berechnen klicken und wähle jetzt hier im nächsten Schritt das Teilbild aus, auf dem ich diese Abbildung speichern möchte. Ich drücke hier noch auf Alles und kann mir jetzt zur Ansicht mal das ausgewählte Teilbild einschalten. Das ist nun mein Ergebnis. Ich möchte aber nur die Schatten darstellen. Hier sind noch zusätzlich Füllflächen mit eingerechnet worden. Die möchte ich ausschalten. Ich gehe auf Löschen und filtere nach Füllflächen, und zwar nach der helleren Variante. Somit verschwinden die und ich habe wunderbare Schatten in meinem Städtebaumodell eingefügt. Was ich jetzt noch zusätzlich machen kann, wenn mir zum Beispiel die Farbe der Schatten nicht gefällt, ich kann hier unter Konstruieren Flächenelemente wandeln und kann mir jetzt hier eine beliebige Farbe auswählen. Schatten sollten grundsätzlich schwarz eingestellt sein und können dann später hier über die Transparenz gesteuert werden. So werden zum Beispiel auch Bauteile, die sich unter den Schatten befinden, schöner abgebildet. Nun umfahre ich meine Zeichnung und kann jetzt ganz wunderbar auch sehen hier, dass solche Elemente wie eben diese Gebäude, die sich unterm Schatten befinden, erkennbar sind.